Kannst mal gucken, wie hoch mein Damage ist mit Meteor Shower. 114.000. Ohne Upcut, ich habe nur ein Ding an, einen Potion. Also 5% weniger ATK als mit dem Upcut. 114.000 mit STA Dex Stat Page. Mit einem Skill 114.000. Das ist schon heftig. Ein Tank, der 114.000 Schaden mit einem Skill macht. Also der Damage ist auf jeden Fall viel besser. Was halt viel schlechter ist, ist die Heilung tatsächlich. Ich hätte gedacht, wenn der Schaden steigt und die Heilung etwas sinkt, dass es sich... Also nicht ganz, aber dass es sich schon ausgleicht. Aber vorher war ich wirklich bei jedem Skill gefühlt Full Life. Wenn jetzt gar keine Stuns und so laufen, dann sterbe ich halt wirklich sehr schnell. Also es muss immer entweder Gale oder Avalanche oder Everstorm. Irgendwas muss auf jeden Fall laufen, was die Viecher irgendwie im Zaum hält. Aber wenn sie einmal anfangen zu sterben, dann sterben sie extrem schnell. Das ist auf jeden Fall anders als vorher. Vorher war es oft so, dass ein Mob am Ende noch gelebt hat. Oder eine kleine Gruppe Monster, wenn alles abgelaufen ist. Poison Cloud abgelaufen, Burning Feet abgelaufen, Everstorm abgelaufen. Dann, und nur noch Electric Shock kam. Hat schon ganz schön gedauert, bis sie tot waren. Na, dazu kommt es jetzt gar nicht mehr, weil die sterben so schnell, dass das Zeug gar nicht wirklich abläuft. Die sterben, bevor die Skills ablaufen. Hier, ich knüppel jetzt alles rein. Und bis auf Burning Field kriege ich gar nicht die Gelegenheit, wirklich Feed zweimal zu benutzen. Naja, Burning Field und Poison Cloud. Aber dann sind sie auch schon tot. Also alles in allem kann man sagen, hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt, dafür 40 Milliarden auszugeben oder noch mehr. Definitiv nicht. Aber das hat auch keiner erwartet. Trotzdem fühlt es sich auf jeden Fall besser an. Aber ich denke, die Monster sind leider echt so vom Schaden konzipiert, dass du halt das 180er-Set einfach brauchst. Also Kailun ist ja generell heftig vom Schaden her. Aber da diese Viecher ja sogar über 180 sind, ist es wahrscheinlich schon einfach von Haus aus in die Formel, in ihre Damage-Kalkulation mit eingerechnet, dass du halt dann... Wobei, ich meine, es gibt ja auch Leute, die nicht das PvE-Set benutzen. Na, keine Ahnung, wie es dann bei denen ist. Aber gut, die sind ja dann in der Regel 1v1 und da ist es dann ja nicht ganz so schlimm, sofern du nicht gewone-shottet wirst. Relativ egal wahrscheinlich. I guess. Aber Damage ist auf jeden Fall nice. Wäre aber auch traurig, wenn nicht. Weil es legit nicht möglich ist, sehr viel mehr Schaden zu machen. Ohne nicht nochmal so viel Geld in die Hand zu nehmen. Ach so! Mitten in der AOE kommt der Captcha, natürlich. Ja klar. Das ist sicher. Was auch sonst. Safe. Da sollten sie sich eine Scheibe von Warpath abschneiden, wo man ja 10 Minuten Zeit hat, das Captcha zu lösen. Wo man dann innerhalb dieser 10 Minuten es selber entscheiden kann, und erst wenn die 10 Minuten ablaufen, musst du es machen. Da könnten sie sich mal eine Scheibe von abschneiden. Und du kriegst auch eine Belohnung, wenn du es löst, also... Welten besser. Kannst du das nochmal zeigen mit dem Sterben? Nein, ich denke, das habe ich heute genug demonstriert. Oder etwa nicht?